Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. Look at this beautiful next statement from Paul. Schau dir diese wunderschöne nächste Aussage von Paulus an. Here he says, love never stops loving. Da sagt er, Liebe hört niemals auf zu lieben. I love this. Das liebe ich. If ever you stop loving means expressing those 15 attributes, you don't walk in love. Immer wenn du aufhörst zu lieben, also diese 15 Eigenschaften zu verkörpern, dann lebst du nicht in der Liebe. But look, I see some other deep truth in that. Aber ich sehe hier noch eine weitere tiefe Wahrheit. 1 John chapter 4 says that God is love. 1. Johannes 4 sagt, dass Gott Liebe ist. If God is love, that means he never stops loving. Wenn Gott Liebe ist, heißt das, dass er niemals aufhört zu lieben. You can do whatever you want to do, even spit in his face, he will never stop loving you. Egal was du tust, selbst wenn du ihm ins Gesicht spuckst, er wird niemals aufhören, dich zu lieben. Once you understand that God never stops loving, you will also have to understand I can never stop loving either. Sobald du verstehst, dass Gott niemals aufhört zu lieben, musst du auch verstehen, dass du das ebenfalls nicht darfst. That's why every day I tell myself, today my biggest goal in life is to love. Deshalb sage ich mir jeden Tag, heute ist mein größtes Ziel im Leben zu lieben. And all the other goal of the million things I have to do, they are not my primary goals. All die anderen Ziele der Millionen Dinge, die ich zu tun habe, sind nicht mein Hauptziel. Every day you need to love God, love yourself and love everybody around you. Jeden Tag sollst du Gott lieben, dich selbst und jeden um dich herum. Don't stop. Hör nicht auf damit. And then he says it extends beyond the gift of prophecy, which eventually fades away. Dann sagt er, sie geht über die Gabe der Prophetie hinaus, die eines Tages vergeht. I have taught people all over the world to prophesy Ich habe Menschen auf der ganzen Welt gelehrt zu Weissagen. for many decades. Viele Jahrzehnte lang. But listen to me. Aber hör mir zu. If love extends beyond the gift of prophecy, Wenn Liebe über die Gabe der Prophetie hinausgeht, if I'm a prophet that teaches people how to prophesy but doesn't teach people how to love, I failed. dann habe ich als Prophet versagt, wenn ich die Leute lehre zu Weissagen, aber sie nicht lehre zu lieben. Isn't that a scary thought? Ist das nicht ein erschreckender Gedanke? That's why I teach people how to walk in love. Deshalb lehre ich die Leute, wie sie in Liebe leben. Because even if nobody who is walking with me ever prophesies, as long as they love, it's been good. Denn falls jemand, der mit mir unterwegs ist, niemals weissagt, ist das okay, solange er liebt. It's interesting that prophecy will eventually fail away, but love actually never will. Es ist interessant, dass Prophetie letztendlich vergeht, aber die Liebe vergeht nicht. When we are in heaven, we're not going to prophesy, but we still will love. Wenn wir im Himmel sind, werden wir nicht mehr weissagen, aber wir werden immer noch lieben. And then he says, it is more enduring than tongues, which one day will fall silent. Dann sagt er, sie ist beständiger als Sprachenrede, die eines Tages verstummen wird. And then he says, love remains long after words of knowledge are forgotten. Dann sagt er, die Liebe bleibt erhalten, noch lange nachdem die Worte der Erkenntnis vergessen sind. Listen to me. Hör mir zu. Long time ago, Vor langer Zeit I was driving from the house we lived in Austria fuhr ich von unserem Wohnhaus in Österreich to a discipleship meeting. zu einem Jüngerschaftstreffen. Now, a discipleship meeting that we used to have is nothing like most people know. Unsere Jüngerschaftstreffen entsprachen nicht dem, was viele darunter verstehen. You know, we never make disciples of us, Wir machen niemals Jünger von uns, people serving us. dass Leute uns dienen. When we called a discipleship meeting, we simply taught Jesus how to be better disciples. We simply taught people how to become better followers of Jesus. Wenn wir ein Jüngerschaftstreffen machten, dann lehrten wir die Leute einfach, wie sie bessere Nachfolger von Jesus sein können. I believe the only legitimate discipleship in the church is to make disciples of Jesus. Ich glaube, die einzig rechtmäßige Jüngerschaft in der Gemeinde ist, Jünger von Jesus zu machen. And there were about between 30 and 40 people in the meeting. Bei dem Treffen waren etwa 30 bis 40 Personen And I was driving about 20-minute drive to that meeting. und ich fuhr etwa 20 Minuten dorthin. And the Lord kept giving me prophetic word and word of knowledge for person after person after person driving in the car. Während der Fahrt gab Gott mir ein prophetisches Wort oder ein Wort der Erkenntnis für eine Person nach der anderen And I got excited. und ich war begeistert. I thought, that's going to be an amazing meeting. Ich dachte, das wird ein fantastisches Treffen. And then God spoke to me. Und dann sprach Gott zu mir. He said, Reinhard, never think that I'm going to give a prophetic word to anybody Er sagte, Reinhard, denke niemals, dass ich dir ein prophetisches Wort für irgendjemanden gebe, because I want to create an exciting atmosphere in the meeting.
weil ich eine Atmosphäre der Begeisterung bei einem Treffen schaffen möchte. I always do it because I really love people. Ich tue das immer, weil ich Menschen wirklich liebe. And then he said to me, Dann sagt er zu mir, don't focus on hearing my words and prophesying it to the people. fokussiere dich nicht darauf, meine Worte zu hören und sie den Menschen mitzuteilen. Focus on feeling my heart and share that with the people. Fokussiere dich darauf, mein Herz zu fühlen und den Menschen das weiterzugeben. Do you know, and I said, Lord, I want to feel your heart, not only hear your voice. Daraufhin sagte ich, Herr, ich möchte dein Herz spüren und nicht nur deine Stimme hören. Look, Schau, the Bible is telling us that the day will come where all your words of knowledge, all your prophetic words, everything will be forgotten. die Bibel sagt, dass der Tag kommt, an dem alle Worte der Erkenntnis, alle prophetischen Worte und so weiter vergessen sein werden. So people one day will not remember how powerful you prophesied, but they will remember if you love them. Menschen werden sich eines Tages nicht mehr daran erinnern, wie kraftvoll du geweissagt hast, aber sie werden sich daran erinnern, ob du sie geliebt hast. Since that time, Seit dieser Zeit, in the year of 1990 it was, das war das Jahr 1990, I've cried out to God and said, God, don't let me be known for my prophecies, let me be known for my love. habe ich zu Gott geschrien, Gott, lass mich nicht für meine Prophetien bekannt sein, sondern lass mich für meine Liebe bekannt sein. Many people all over the world have forgotten the words I prophesied, but they've never forgotten how I've loved them. Viele Leute auf der Welt haben die Worte vergessen, die ich geweissagt habe, aber sie haben nie vergessen, wie ich sie geliebt habe. Always remember, Denk immer daran. long after every powerful word is forgotten, love still will remain. Lange nachdem jedes kraftvolle Wort vergessen ist, bleibt die Liebe immer noch bestehen. You're not supposed to want to prophesy anyhow unless it is because you want to express love. Du solltest sowieso nicht prophetisch reden wollen, es sei denn, es ist, um Liebe auszudrücken. Prophecy is not a toy, it's a tool. Prophetie ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug. We need to understand to use this tool to share the heart of God and the love of God with people. Du musst verstehen, wie du dieses Werkzeug nutzen kannst, um den Menschen das Herz und die Liebe Gottes weiterzugeben. In 20 years, in 30 years, in 40 years, what do you want to be known for? Wofür willst du in 20, 30 oder 40 Jahren bekannt sein? Your powerful word Deine kraftvollen Worte or the way you have learned to love? oder wie du gelernt hast zu lieben. See you guys tomorrow. Bis morgen!